Hallo zusammen. Ich kläre heute mit Tietje, warum Sie bei einer GmbH doch 48% Steuern zahlen und nicht nur 30%. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Moin Thomas, erstmal vielen Dank für die Einladung. Toll, dass ich hier sein darf. Heute geht es um GmbHs und deren Besteuerung. Es heißt ja immer, GmbHs irgendwie werden mit 30% besteuert. Und jetzt kommst du um die Ecke und sagst, nee, bis zu 48%. Was ist da los? Ja, was ist da los? Also es ist ein Missverständnis, weil ja, 30% hat seine Richtigkeit, wobei das können auch mal 29 oder 31% sein. Das sind nämlich 15% Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer. Und die ist ja abhängig vom Hebesatz. Die beträgt mal 14%, mal 16%, je nachdem, was für ein Hebesatz ist. Also das sei schon mal dahingestellt, das müssen nicht immer 30% sein. Okay. So, das ist das eine. Das zweite ist, du hast natürlich dann, das ist nur die erste Stufe der Besteuerung innerhalb der GmbH. Das ist noch nicht, dass das Geld bei dir auf dem Privatkonto gelandet ist. Denn wenn du jetzt mal, abgesehen, du hast kein Gehalt, bla bla, du hast wirklich nur Gewinne, 30% Vorbelastung, hast du 70% Restgewinne, die musst du dir ausschütten. Und Ausschüttungsbesteuerung ist nochmal 25%. Allerdings ja auf die 70% und deswegen, wenn du ein bisschen zusammenrechnest, kommst du auf 48%. Und ehrlich gesagt, auch das ist noch untertrieben, denn dann kommen noch Soli und dies. Also man kann auch ruhig mit 50% rechnen, aber ich untertreibe da mal lieber. Es ist aber definitiv nicht 30%. Also sollte ich die Gewinne besser nicht abschöpfen, sondern? Nee, also es ist ja im Prinzip so, du sollst abschöpfen, Naja, gut, aber du musst wissen, du landest nicht bei 30%. Ja. Ja? Wenn du zum Beispiel dir ein Gehalt bezahlst innerhalb der GmbH, dann ist das die ganz normale Steuertabelle von 0 bis 42%. Und wenn du über einer gewissen Grenze liegst, dann kommt noch so die sogenannte Reichensteuer, nochmal 3% on the top, 45%. So, mag ja sein, dass das innerhalb der GmbH deinen Gewinn gemindert hat, aber für diesen Teil des Gehalts hast du eben 42 oder 45% bezahlt. Und da haben die 30%, dass die GmbH nur 30% bezahlt, überhaupt keine Bedeutung für. Es bleibt bei den 42 bis 45% für den Teil. Nur der Restgewinn sind 30% in der ersten Stufe. Willst du auch noch an diesen Gewinn ran, und da gibt es auch gar keine andere Gestaltung, musst du ausschütten. Und die Ausschüttung sind dann nochmal diese 25%. Und da landet man dann ganz schnell. Okay. Aber was ist da jetzt der Fehler in dem Gedanken insgesamt? Warum reden alle bei GmbH-Besteuerung von 30%? Warum ist das so, ja, Common Sense? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir gar nicht erklären, weil das ist einfach nicht bis zu Ende gedacht. Also es wird Birnen und Äpfel verglichen. Ganz klar. Es sind vielleicht zwei Aspekte, die dazu führen. Also erstens, es wird immer gesagt, oh, du musst in der GmbH nur 30% besteuern, privat musst du 42, 45% besteuern. Da ist auch schon ein Fehler. Es gibt auch privat den Antrag auf 28,25% für nicht entnommene Gewinne. Das heißt, jeder Einzelunternehmer kann das beantragen. Einzige Voraussetzung ist, er muss bilanzieren. Ja, das kann er auch freiwillig machen. Dazu muss er noch nicht mal gezwungen werden. Also wenn er an die 28,25% ran will, muss er quasi nur bilanzieren. Das war's. Er braucht keine Umwandlung, gar nichts. Und dann würden wir auch Äpfel mit Äpfel vergleichen, nämlich nicht entnommene Gewinne und thesaurierte Gewinne in der GmbH. Das hat jetzt Augenhöhe. Das sind wirklich die Gewinne, die im Unternehmen stehen bleiben müssen. 28,25% besteuert beim Einzelunternehmen und bei allen Personengesellschaften oder Körperschaft mit 30%. Die nächste Stufe ist die Ausschüttung bzw. die Entnahme von Gewinn. Wird beides mit 25% besteuert in der GmbH wie auch im Einkommensteuerrecht. Es ist also im Prinzip ein identisches Verfahren schon im Einkommensteuerrecht möglich, wie eine Körperschaft besteuert zu werden. Und ich rede übrigens nicht von dem gerade neu eingerichteten Paragraphen 1a Körperschaftssteuergesetz. Das ist nochmal eine zusätzliche Sache, die ich gar nicht verstehe, warum die gemacht werden musste. Wir haben diesen 34a Einkommensteuergesetz mit den 28,25% und für entnommene Gewinne 25%. Den haben wir schon seit, ich weiß nicht, 2004, 2008, also unendlich lange, wird aber nicht in Anspruch genommen. Stattdessen wird gesagt, 30% GmbH, oh, alle wandeln sie um in die GmbH, nutzen gar nicht das, was wir haben. Und irgendwie hat der Gesetzgeber sich verpflichtet gefühlt, nochmal was im Körperschaftssteuerrecht nachzulegen. Mit diesem 1a Körperschaftssteuergesetz, wo jetzt also jede Personenhandelsgesellschaft
wie eine Körperschaft besteuert werden kann. Wäre aber gar nicht nötig gewesen. Wir hatten das schon. Ja? Also ich kann es dir nicht sagen, warum das so ist. Okay, ist ja eigentlich ziemlich verrückt, dass das so wenige wissen. Gibt es da noch mehr Unwahrheiten darüber oder noch mehr Fehlgedanken, Fehleinschätzungen der ganzen Geschichte? Ja, natürlich. Also wenn die Leute alle immer hören 30% GmbH, das ist ja schon der Trugschluss. Also man schafft GmbHs ohne Sinn und ohne Verstand. Hab jetzt einen Fall, ist ein erfolgreicher Einzelunternehmer und der hat sich beraten lassen. Jetzt hat er irgendwie 3, 4 GmbHs um sich herum gebildet und weiß auch gar nicht, was er mit diesen GmbHs soll. War ganz verzweifelt, ist noch zum zweiten Experten gegangen, ist jetzt letztendlich bei mir gelandet und sagt, Herr Breit, ich bin völlig mit den Nerven durch. Ich habe so viel Beratungshonorar bezahlt. Ich habe mein erfolgreiches Einzelunternehmen, ich mache den und den Gewinn und ich habe jetzt hier die 3 GmbHs. Und was mache ich jetzt damit? Ja, sage ich, was haben die denn für einen Sinn und Zweck? Auf jeden Fall wird seine eigentliche aktive Einnahmequelle überhaupt nicht angekratzt. Ich kann dir nicht sagen, also der hat überhaupt keinen Steuervorteil. Der muss im Prinzip hochversteuertes Geld höchstens in die GmbHs einlegen, um dann dort mit 30% nochmal niedrig besteuert zu werden. Aber der Besteuerungseffekt selber auf seiner Ebene ist nicht passiert. Ist auch ein Falschansatz. Wie kann man so falsch eigentlich ansetzen in der Beratung? Man muss ihn angehen. Und er ist ja Einzelunternehmen, also können wir durch Bilanzierung umwandeln, also einfach nur eine Bilanzierung machen und 28,25% beantragen für seine aktiven Einkünfte. Und mit diesen niedriger besteuerten Einkünften, ja, mit denen kann er natürlich investieren. Die dürfen wir das Unternehmen nicht verlassen. Da können wir jetzt gucken, ob wir die eine oder andere GmbH von ihm noch verwenden. Ne? Aber warum diese ganzen Fehlannahmen sind und auch diese komplizierten Beratungen, aber es müssen immer irgendwie GmbHs sein und das ist ein Fehlgedanke. Warum, weiß ich nicht. Manche Leute sammeln einfach GmbHs. Ja, genau. Man muss ja ein Hobby haben. Ein ganz großer, was ich immer höre, auch in YouTube-Videos, wandeln Sie um in GmbH. Ja. Umwandlung, da hast du eine Sperrfrist. Du hast bestimmte Regeln zu befolgen, 7 Jahre lang, sonst ist das die Steuerbombe. Ne? Also, wo ich immer für bin, wenn es um betriebliche Altersvorsorge geht, weil betriebliche Altersvorsorge kann nur die GmbH. Da haben wir 5 Wege, aber ansonsten hat die GmbH keinen steuerlichen Vorteil. Ja? Ich merke, du bist nicht der größte Fan von GmbHs. Nee, überhaupt nicht, weil wir haben schon so andere schöne Modelle. Und was auch ein großer Nachteil bei der GmbH ist die Starrheit und der Formalismus. Ja? Also ich sagte ja Umwandlung, Sperrfrist, bla bla, aber eben auch der ganze Formalismus, der mit dranhängt. Doppelte Buchführung, du musst bilanzieren, du musst veröffentlichen, du brauchst dies, du musst das. Das hast du doch alles nicht, wenn du im Personengesellschaftsbereich bist. Das ist einfach ein Riesenaufwand letztlich für 0 Vorteil. Für 0 Vorteil. So, und wenn du blöderweise auch noch dein Arbeitszimmer in deinem Einzelunternehmen hattest, ja, dann musst du deine gesamte private Immobilie, wenn sie dann natürlich in deinem Eigentum ist, in die GmbH mit überführen, um die Steuerneutralität zu bekommen und dann bezahlst du darauf Grunderwerbsteuer. Würdest du nur eine Personengesellschaft nehmen, hättest du keine Grunderwerbsteuer, du hast auch nicht zu versteuern, weil das ist ja eine Personengesellschaft und hast trotzdem die Möglichkeit der 28,25%. Und ich finde einfach immer, was mir sehr häufig unterkommt, ich denke immer, die Leute, die so gestalterisch beraten, denken nicht bis zu Ende. Sie sehen was und sagen, oh, ganz schnell und dann rund 30%. Aber sie sehen nicht alles. Ja? Und wenn sie ein bisschen zurück und vorgucken und auch mal auf die Perspektiven des Mandanten gucken, dann ist das sehr häufig genau die falsche Entscheidung, die getroffen haben. Also GmbH quasi die Mogelpackung der Gesellschaften. Es ist definitiv eine Form von Mogelpackung, weil deswegen sprechen wir heute, um das nochmal ganz deutlich zu machen. Die GmbH ist nicht niedrig besteuert, sie ist hoch besteuert, sie ist super formell. Eine Umwandlung heißt Umwandlung, Umwandlungskosten, Ausgliederung, Einbringung. Es gibt natürlich verschiedene Modelle. Entweder du musst alle Verträge umschreiben, vielleicht passiert das auch gesetzlich. Also das ist ein wahnsinns juristisches Gebilde, was du da schaffst. In der GmbH musst du dir ein Gehalt verabreichen. Wenn das nur 500 € sind, aber du musst eine Lohnabrechnung machen, dann brauchst du einen Anstellungsvertrag. Du kannst dir nicht die Gelder frei entnehmen, ansonsten hast du eine verdeckte Gewinnausschüttung. Also dann hast du da halt darüber die 25% Nachbesteuerung. Warum? Es geht doch anders. Und wenn es um die Haftungsbeschränkung geht, ja, dann machst du halt eine GmbH und KG, ist auch haftungsbeschränkt, ist zwar das Wort GmbH mit drin, es ist aber eine Personengesellschaft. Die GmbH ist sehr häufig auch nicht am Vermögen der Personengesellschaft beteiligt.
Und gut ist, du hast die 28,25%, du hast eine Haftungsbeschränkung, du hast die völlige Flexibilität des Einzelunternehmens auf Ebene einer haftungsbeschränkten Personengesellschaft gehoben. Ist doch alles gut, ne? Also halten wir fest, die GmbH ist nicht die beste Besteuerung, sondern im Gegenteil die schlechteste. Das stimmt auf jeden Fall, wenn man das pauschal sieht. Man kann eben nicht pauschal sagen 30%, sondern man muss sagen pauschal 48%. Wenn man natürlich, je nachdem, wo Sie stehen und wie Sie gestalten wollen, mit Immobilien was macht, naja, dann haben wir dort eine 15%ige Besteuerung bei der GmbH und sogar mit Ausschüttung nur 35 oder 36%. Das ist sicherlich ein Vorteil. Oder wenn wir eine effiziente Gesellschaftsstruktur aufbauen. Da brauchen wir auf jeden Fall immer das Zusammenspiel Person und Kapitalgesellschaften. Also da brauchen wir eine UG oder eine GmbH. Dann stimmt das wieder nicht, dass die GmbH per se schlecht ist. Ja, wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.